Okay, jetzt sind wir wieder hier und ich hoffe, wir bleiben noch ein bisschen da und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Brass und gucken mal, ob wir jetzt dadurch irgendwas Neues haben. Anscheinend nicht. Außer ich spreche einfach She's nochmal on mit her way to ihr. interrogation now. Vielleicht haben wir da nochmal was. Wir sollten vielleicht mit jedem nochmal sprechen, besonders mit diesem Andy. Ach so, wir wollten eigentlich im Labor alles nochmal da reinziehen, um zu gucken, mit was ich noch nicht... Ah. Ah, siehst du, oder wir können doch nochmal mit jedem sprechen. Warum haben Sie auf Stans SMS geantwortet? I'm a professional, but I'm human, okay? He was unprofessional and would not let the hell up, so I snapped back. That's one of those bad things about text messaging, you know? You wind up writing things you'd never say. Ja. Okay, dann sind wir mit ihr durch. Dann gehen wir noch mal erstmal zum Craig. I've told you everything I know. Ja gut, der will nicht mit uns reden. Und mal gucken, ob der Andy mit uns reden möchte. Vielleicht gibt es da ja noch ein paar mehr Fragen. Wir waren lange nicht mehr bei ihm. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, okay. Mhm. Wann kamen Sie in das Hotel zurück? I wasn't keeping track. Best guess, 1 a.m., a little after. Call it 5 after. Mhm. Können Sie beweisen, dass Sie hier waren? Das ist nämlich interessant, weil der Salat den kannst du auch schon vorher irgendwann bestellt haben, ey. Und ihn dann umgebracht haben. Shouldn't be too hard. There's security cameras in the lobby. Can't you check those out? Oh ja, That das tells werden us wir. what time you were in the lobby, but what else can you tell us? Well, I remember I watched a pay-per-view movie last night. That's something the company doesn't pay for, by the way. Gotta cover all incidentals ourselves. Anyway, I've got the receipt right here. Ja gut. Revenge of the Psycho Blood Mutants. Brass could check that out on the security cam footage. Ja, er hat Filme gemietet, aber er könnte ja trotzdem den Film einfach laufen lassen und könnte dann auch weggehen, ja. Schon wieder ein Flugzeug. Wahnsinn, was hier heute Nacht los ist. Ne? Also, oder nicht? Wie lange haben Sie für Stan gearbeitet? Since the start of the company, I was the first guy he hired. He could be a tough guy to work for, but we were also friends. Anyway, it was his dough and his contacts in the biz that got the company off the ground. Of course, it was my contribution, my game code, that made the company a player. Natürlich. Was genau ist Ihr Job? I write the programming code. Back in the early days, programmers like me were God. We designed the games, created the artwork, did all the programming. Only as the industry's grown, it's got more specialized. So my code is still what makes it all happen. I am Gut-Wrench 3. Mhm. Wann hat Craig die Firma verlassen? Well, like I said, leave isn't exactly the word. The dude was canned, and he hasn't been able to land a job ever since, and it's been months. He's living out of his damn car, you know. Craig didn't mention being fired. Ja. You sure he didn't leave on his own? Dude, I was there. It was a raving blowout between those two. As for what was behind it, well, we were all working on Craig's little game, Fuzzy and Bill. We slaved on it for months and months, and it sold squat. It was total hard drive crash to Craig's ego when Stan pulled the plug on the promised sequel. Canceling the game was a shock, but Craig held on, thinking he could design Gut-Wrench 3. All through development, those two were at each other's throats. And last night, they picked up right where they left off, screaming Match City. Okay, die hatten sogar so ein Spiel schon rausgebracht, nur halt keine Fortsetzung dann mehr, ich verstehe. Was ist letzte Nacht zwischen Craig und Stan passiert? We were at the demo booth, getting it ready, and I took a break. Shouldn't have left those two alone, I guess. I could hear them yelling at each other, really tearing each other bloody gaping new ones. Ich glaube langsam, dass du der Schuldige bist. Du hältst dich ja hier für den Programmierergott. Außerdem, wie gesagt, es würde Sinn machen mit diesen SMS. Haben Sie eine Idee, was Stan für Stiche am Fuß hat? Oh, I'd forgotten about that. I do remember Stan bitching about his foot itching. He said he'd got a couple of wasp stings just before he flew out here. Not his weekend, huh? Okay. Okay. Ich will immer noch an diese Tasche, an diese Dinger hier ran. Gut, dann. Wir haben ja auch das Alibi von dem Ding. Quittung Pay-TV-Film. 1 Uhr. Ah ja, 1:15 Uhr. Das heißt, dann war er
Auf jeden Fall um 1:15 Uhr im Zimmer. Aber das... Die Frage ist, wie lange braucht man von hier zu dem Ding zurück? Ich möchte mal zu Brass gehen. Wegen diesen Überwachungskameras der Lobby oder so. Ich weiß nicht, ob da irgendwas kommt. Ah ja. Können Sie bestätigen, wann Andy und Maya zurück ins Hotel kamen? Das finde ich eine sehr interessante Sache. The security chief at the Sphere says their videotape puts Andy Penmore returning at 1:08 a.m. and staying put. Maya didn't get in till 2:15, giving her a half hour to do who knows what. With the hotel connected to the convention center, she has opportunity, all right? Ah ja. Nicht vor 2:15 Uhr. Und sie meinte ja eigentlich, sie wäre... Nee, wann wollte sie gegangen? Ich müsste mal in die Fallakte schauen. 1:30 Uhr, ja. Das ist schon eine längere Zeit. Ja, siehst du, also 1:05 Uhr, 1:08 Uhr, also das ist schon korrekt. Bis 1 Uhr war er am Messestand. Unser Beweisdreieck. Ja, passiert auch nicht viel. Ja, Vernehmung. Schauplatz, Vorladung, ja. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Spreche ich jetzt nochmal mit ihr, ja? She's on her way to interrogation now. Oh, die müssen wir ständig mal wieder reinrufen, die arme Frau. Und im Endeffekt habe ich wahrscheinlich jetzt noch nicht mal eine Frage. Doch. Wo waren Sie zwischen 1:30 Uhr und 2:10 Uhr? We have security video showing you getting back to your room half an hour after you left Craig's. Your hotel room was less than 5 minutes away. What, you stopped to gamble? No, I'd already gambled enough going for a one-night backseat stand. In fact, I sat at the curb and just held my head in my hands and thought about my life and my kid, and I said I was human. A tired human who let go for once. Fresh air felt good. Hat kein Alibi, genau. Haben Sie einen Streit zwischen Craig und Stan beobachtet? No. I know Craig wanted his job back. Maybe my looks and charm weren't the only thing Craig saw in me. Maybe he also wanted to know about the state of office politics. Anyway, in his car we were griping about Stan, and Craig told me he tried to talk to Stan back at the convention center, but that it hadn't turned out so hot. Aber anscheinend haben sie sich nicht wirklich gestritten, so wie unser komischer Programmierer Gott sagt. Brass, können wir noch mal uns ganz kurz in deinem Büro unterhalten? Oder auch nicht. Dann, ich wollte ja sowieso noch mal ganz kurz, ich will mal ins Labor. Und ich möchte jetzt hier noch mal ein paar Sachen reinziehen. Einfach um zu gucken, mit was habe ich schon alles gearbeitet. Mit der können wir auf jeden Fall noch was machen, mit der. We've done all we can do with that Ja, item. ist klar, ist Elia. Also mit der Waffe können wir auf jeden Fall noch was machen. We've done all we can do with that Handy item. können wir nichts mehr machen. We've done all we can do with that item. Skorpion auch nicht. We've done all we can do with that item. We've done all we can do with that item. Ich gehe jetzt mal schnell durch, Leute. Mit der Waffe, ja, können wir auch noch was machen. We've done all we can do with that item. We've done all we can do with that item. We've done all we can do with that item. Okay, mit der Waffe auch. Also mit den beiden Waffen könnten wir noch was machen. Also interessant finde ich jetzt zum Beispiel gerade nur hier, ne? We've done all we can do Ja, with that item. Aussage Alibi des Programmierers und dann hier Maya Nügene hat kein Alibi. Let's run this evidence by Brass. Den sollen wir analysieren lassen von Brass. Wie auch immer. Bei Brass wurde ja eben gerade nichts gesagt eigentlich. Okay, also wir haben, mit welchen wir noch nicht alles gemacht haben, sind halt die beiden Waffen hier. Und das Handy. Nur, was genau kann ich damit machen? We've done all we can do with that item. Ach, jetzt kommt das hier beim Handy doch. Ich kann die hier hinlegen, aber was kann ich damit machen? Ich
verstehe es nicht. Okay. Das heißt, was sagt denn der Leichenmann eigentlich? I've got nothing new to report on the Vic. Das ist schade. Tatort hat keinen Sinn. Jetzt gehen wir nochmal zu dem Andy. I've divulged everything I can think of. Okay. Irgendwas fehlt mir, glaube ich, noch, wenn der Craig auch nichts mehr hier hat. Da haben sie sich mit Stan im Demoraum gestritten. Where didn't I argue with Stan? We fought like brothers, I told you that. Why? Did that creep Andy say... Look, it's no big deal. I don't know what Penmore's problem is anyway. Hell, I'm the one on the outside. He's the one with part ownership of LZP now. He was the new brother. Replaced me in Stan's heart and company. Wurden sie gefeuert oder haben sie gekündigt? Technically, I was fired. But let's just say I already had my desk cleared out. Why does that matter? What was the reason you were fired? The real reason or the stated one? Because, you see, officially, I wasn't a good fit with the new vision of the company. But really, it was our disagreement about the future of LZP. And my desire to have a little goddamn responsibility about who we were selling our products to. The pisser is... I get so steamed just thinking about it. I trusted him when we set things up. So he wound up owning my intellectual property. And I'm left at square one. Welches geistige Eigentum besaß Stan Everson? I created the original Fuzzy and Bill online comic years ago, way before LZP. Then I sold Stan the full commercial rights for $1, on the understanding that he would make it into a game with me in for a big share as an employee of LZP. Okay, We published. The game didn't sell big, but it had a following. Stan decided to bury Fuzzy and Bill, not just the video game, all other merchandising too, just to put me in my place. Oh. There the property sits, still at LZP, and here I sit, out of work and no way to make a nickel on my own creation. Ach, die sind sogar rot. Ah, hat er ihn vielleicht doch geschlagen, hä? Hat er einen Ring auch dran? Warum sind ihre Knöchel rot? Nee, What? Ring hat er nicht. Oh, that. It'll sound lame, but I was out in the desert catching scorpions the other day. Little critters scurry around the rocks, you know, and these are my, red badges of stupidity. You telling me you actually got into a fist fight would sound less lame. You could save us a step by letting us take an impression of your ring. We can get a warrant. Easy, but... I got nothing to hide. Actually, I got nothing, period. Wo ist ein Ring bei ihm? Was? Den habe ich jetzt nicht gesehen. Okay, ja gut, dann können wir hier, alles klar. Dankeschön. I've told you everything I know. Okay, der hatte echt einen Ring? Alles klar. Ja, dann gehen wir ins Labor. Dann können wir ja hier einen Abdruck machen oder so. Ach, das hätte ich auch gleich so machen können wahrscheinlich. Oder gehe ich einfach zum Leichenfuzzi und frage ihn, ob der dazu passen könnte. Wahrscheinlich. Also es ist doch wieder sehr undurchsichtig auf dieser Fall, muss ich sagen. Passt der Ring zu der Verletzung des Opfers? The bruising patterns match up to Ach, these ja. markings. Also, the bruise had a very large white blood cell count, which only happens when the person hit is alive. Ja, ja, das habe ich mir eh That gedacht. means this ring struck Stan Everston before he died. Ja. Okay. Ja, dann, also ganz ehrlich. Dann hat er gelogen halt einfach. I've told you everything I know. Okay, dann Brass. Können wir ihn bitte vorladen oder was, oder wie? Nein, können wir nicht. Dann ist das seine Waffe übrigens, seine 45er. Was machen wir denn jetzt? Wenn er jetzt nichts mehr sagt, kann ich hier vielleicht noch irgendwas anderes mit dem halt falsch mit dem Ring machen? We've done all we can do with that item. Okay, damit haben wir alles gemacht. Aber immer noch nichts mit der Waffe, ne? Ja, Leute, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt?
Wer hat denn gesagt, dass die nicht gestritten haben? Naja, guck mal, wo gehe ich jetzt hin? Jetzt gehe ich gerade hier hin. Hier. So the crime lab's back. I was just thinking about you because our new gun club magazine came in, and it's got an article about something you were asking about, modifying guns. Ach ja. Take one. They're complimentary. Ich habe mich eigentlich gerade nur verklickt. I can't think of anything else for you. Modifikationen. Dingsbums. Ich will eigentlich nur Dinger mit der Dingsbums abschießen hier. Ach was. Make your 45er as sharp as a 22er. Ja, okay. Das ist natürlich heftig. Okay, alles klar. Dann geh ins Labor. Ich hatte mich eigentlich nur verklickt und ich dachte mir, oh scheiße, jetzt bin ich ja hier. Also ja, dann... Warte mal, oder muss ich das erstmal vielleicht hier reinziehen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? We've done all we can do with that Okay, item. das heißt, dann kann ich gleich jetzt an den Tisch gehen, hoffe ich mal, und kann jetzt endlich mal was mit dem machen, hier mit den Waffen. Oder auch nicht. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Warum denn nicht? We've done all we can do with Ja, that das war item. der Ring. Oder ich muss einfach mal... Ich gehe nochmal zu Brass. Alter, die Falter. With high-end speakers like this, if the audio is cranked, a gunshot could easily be Okay. covered up. Mhm. Aber zumindest haben wir noch mal was Neues gehört. Ist doch auch schön. Ja, aber was muss ich jetzt machen? Vielleicht muss ich sogar mal diese Hilfe-Option einstellen, im Sinne, ob ich sehe, mit was wir schon was gemacht haben, mit was noch nicht, oder welcher Schauplatz schon abgearbeitet ist und welcher nicht. Das könnten wir ja zumindest mal versuchen. Optionsmenü. Das könnten wir ja mal schnell machen. Aktive Mauszeigerhilfe. Ja. Weißmarker, ja. Ja. Und nee, Instrumente brauche ich jetzt nicht. Okay. Zurück zum Spiel. So. Rot markiert ist, was mir. Ja, genau, mit da ist. Das ist noch nicht markiert, das ist noch nicht markiert. Das ist mir schon klar. Das ist auch noch nicht markiert. Weil das noch nicht von Brass irgendwie analysiert worden ist. Aber wie kann ich denn das von Brass analysieren? Und das hier ist irgendwie auch noch nicht. Aber das braucht es anscheinend auch nicht. Spuren. Das Handy ist auch noch nicht durch. Hier dieser Teilabdruck. Das ist nicht ausreichend für einen Vergleich. Ja, und diese Waffen beide halt. Ihr komisches Alibi. Wie kann man denn das überprüfen lassen? Was ist mit den Schauplätzen? Das ist noch nicht durch. Und hier ist auch noch nicht alles durch. Ach was. Müssen wir hier nochmal gucken. Vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen. Hier zeigt es mir noch an. Looks like this area is clean. Way to be thorough. Okay, es zeigt mir das an, aber im Grunde ist es bullshittig. Hier kann ich ja immer noch nichts machen. Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Wahrscheinlich seht ihr das sogar jetzt noch an diesem Part. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt auch gemacht habe. Ich werde sicherlich einiges rausgeschnitten haben. Ich habe, ja, weil ich dann ja echt nur noch, keine Ahnung, 20 Minuten irgendwie nichts mehr rausbekommen habe oder so einzelne Fragen. Also ich denke, da werde ich echt ein bisschen schneiden, weil es hat keinen Sinn, wenn ihr euch irgendwie einen 40-Minuten-Part anschaut, ohne dass irgendwie was passiert, Großartiges. So, ich habe hier auch wieder das umgestellt. Ich hatte ja hier das alles angestellt, was schon fertig ist, ne? Also hier diese ganzen, also ich habe alle Hilfen, sagen wir mal so, wieder ausgestellt. Und ich habe nachgeschaut etwas, weil ich hatte damals hier dieser Montagetisch, das wurde mir, hätte man vielleicht mal im Tutorial zeigen können. Im Tutorial wurde das Ding eigentlich gar nicht gezeigt. Es wurde nur gezeigt, hier ist ein Montagetisch, da kannst du halt, ja, zum Beispiel Waffen montieren oder so. Aber es wurde, oder demontieren in dem Fall, es wurde nicht gezeigt, wie, was. Also nein, demontieren wurde auch nicht gesagt, es wurde nur gesagt,
montieren. Und somit dachte ich, man baut dann irgendwas zusammen oder so. Aber okay, man kann es, denke ich mal, dann auch so mit demontieren. Das hatten wir ja auch schon versucht. Wir hatten ja die Waffen draufgelegt. Ich meine, wir hatten einmal diesen Zettel da zusammengeklebt, diesen geschredderten. Das war jetzt auch nicht die Schwierigkeit. Dazu brauche ich auch kein Tutorial. Aber anscheinend hätte ich ein Tutorial gebraucht, um so eine Waffe zu demontieren. Aber ich habe jetzt ein bisschen im Internet geschaut und habe gesehen, okay, man kann es wirklich machen und es ist eigentlich auch nicht so schwer. Und das werden wir jetzt tun. Oh, es lüftet hier ein bisschen durch. Ich hoffe, das rauscht nicht so sehr am Mikro. So, ich hoffe, das kriege ich jetzt hier hin. Ja, also ich darf nicht nur klicken, sondern ich muss halt echt auch ziehen. So. Okay, let's fire a bullet from the 45. This will give us a striation sample. The 45 appears unmodified. It has 3 bullets in its clip. I processed the GSR from the 45's hammer. There's an anomaly though. The 45 has 2 different variations of gunshot residue. One matches the 45, but the second is from some other bullet. I ran the serial number through Firearms Registration Database, and the computer tells us this isn't a gun club gun. It was owned and registered to our victim. Ja, natürlich, genau, unser Victim. Das wissen wir ja auch schon alles, davon mal abgesehen. Aber okay, ich wusste jetzt nicht, dass hier so ein Film kommt. Ich wollte gerade sagen, ja, und was mache ich jetzt? Ach, und dann wird also endlich, habe ich das nicht schon von Anfang an gesagt, dass wir einfach eine Kugel mit der Waffe verschießen? Beziehungsweise besonders auch hier mit der zweiten, die wir haben. Okay, dann werden wir jetzt aber erstmal diese Kugel überprüfen und dann werden wir die andere Waffe auseinanderbauen. Aber jetzt geht es also endlich weiter. Danke, danke, danke. So, Kugel, die mit der 45er verschossen wurde. Und, aber warte mal, das ist ja auch... Okay, das wissen wir nicht, welche das ist. Okay, Kugeln aus der Wand, Kugeln aus der Leiche. Wow, ja, okay. Das ist eine 22er. Ja, das sieht man ja eindeutig, dass das nicht passt. Okay, nee, dann gucken wir jetzt nochmal uns die andere Waffe an. Aber es kann ja sein, dass die modifiziert wurde. Darum hat er gerade gesagt, er hat 2 verschiedene da gefunden. Weil wir haben ja hier auch diesen Prospekt. Genau, Michael Sharp S22er. Vielleicht sollten wir mal die beiden da... mal gucken, ob wir es jetzt hinkriegen. Aber erstmal werden wir jetzt diese hier auch auseinanderbauen. Oh Gott, das ist halt echt nicht schwer hier. Let's fire off a round. The weapon's unloaded, but the barrel's been tampered with. Somebody scraped the inside of it. Maybe they were trying to discourage ballistics matches. The gunpowder from Landers 22 matches the second type of powder found on the 45 automatic? Mhm, ganz genau. Gerichtsbeschluss bei Brass verfügbar, das finde ich schon mal gut. Weil die gehört ja dem Craig. So, jetzt haben wir hier die Kugel verschossen mit Craigs Dingsbums. Ja, die wird wahrscheinlich passen hier, ne? Kugeln aus der The Leiche. striations don't match, which is not a shock, considering the barrel's Ja, been ja, tampered genau. with. So I'm not ready to rule this out as the murder weapon. It would be nice to know whether this gun was futzed with before or after the crime. Our ousted game designer either knowingly or unknowingly provided the bullets that killed his former boss. The problem is, somehow all 3 of our suspects fired these rounds. The electron microscope confirms the gunpowder found on the forehead wound matches all 3 of our suspects' hands. Ja, This genau. definitely muddies the water a little bit. Aber gut, dass er endlich mal sagt, dass... Oh, What's up? We have a real mystery here. Let me lay it out for you. We have a 22 caliber bullet that we found in the body. Its GSR matches this box of 22 bullets. We also recovered a 22 handgun owned by one of the suspects and have found the same GSR traces on it. Okay. But ballistics don't match, so this weapon didn't actually fire the bullets into the Vic. Sounds like you need to find a different 22. Well, there's one more twist. The 45 handgun we found at the crime scene also has traces of the 22 bullets GSR on its hammer. But, as you know, it can't fire a 22 round. That's true. But didn't I overhear something about modified rifles from the gun range? ja. Yeah, but that's out. It only fired paint Ja, aber pellets. wir haben so eine... Same concept, Nick. Ja, How do you fire a non-standard bullet from a weapon? genau. Modify the weapon. I'd go back to the gun shop and see what else they know. Mhm. Wir haben ja da schon das... wir haben ja auch schon hier unser Dingsbums. Wir wissen ja schon, dass man die modifizieren kann. Jetzt schauen wir aber uns erstmal an. Aber gut, dass es jetzt endlich mal weitergeht. Und jetzt weiß ich auch, was ich das nächste Mal machen muss bei so Waffen. So, ich wollte mal zum Beweisdreieck, was sich hier verändert hat.
Ja, ja, gut, seine Waffe. Aber es war nicht seine. Es war diese... Im Grunde, er hat dann mit der 45er, die wurde modifiziert, dass da 22er Kugeln rausgeschossen werden. Das heißt, es muss nicht seine Waffe gewesen sein. Oder beziehungsweise es war nicht seine Waffe. Ey, ganz ehrlich, ne? Hier, ich meine, schau mal, bei ihm das... Aber nein, natürlich hat er die meisten Gründe irgendwie, aber ich glaube jetzt, es war er. Er fühlt sich wie ein Gott und er fühlt sich irgendwie... Ja, weiß es nicht was. Gut, was hätten wir jetzt?